Grüße vom Hof Marani. Wir machen die große Abrechnung nach 5 Jahren Georgien. Euer Aufenthalt hier in Georgien hat ja mit einem totalen Negativerlebnis begonnen. Wie würdest du das denn kurz umschreiben? Ukrainer hat uns abgeschossen, der Russe hat das Fahrwerk gemacht, die meistverhasste Völkergruppe armenische Georgier hat uns geholfen und der Muslim hat uns gefüttert. Okay, das klingt ziemlich skurril, wie so ein verrücktes Viereck. Aber kommen wir gleich dazu, also das würde ich gerne im Detail wissen, aber wir haben jetzt ja 5 Jahre und mich interessiert vor allem, warum ihr nach so einem Start trotzdem 5 Jahre hier geblieben seid. Also irgendwelche Gründe muss es ja dafür gegeben haben und die würden mich einfach interessieren. Was wäre denn der Hauptgrund für dich oder für auch im Namen von Regina vielleicht? Es ist schon so, dass Georgien es uns unglaublich schwierig gemacht hat, es gerne zu kriegen. Wir hatten am Anfang eine harte Zeit, Leidenszeit, weil wir haben ja ein Grundstück gemietet, gekauft, zuerst gemietet, dann gekauft. Das hier? Ja, Okay. das haben wir zuerst gemietet, 4 Monate, und während dieser Zeit wollten wir die toten Hunde auf dem Grundstück finden. Jetzt habt ihr 5 lebendige. Und dann haben wir angefangen zu bauen mit Georgier und das waren ziemlich heftige, heftige Momente. Ja, und wir haben nach dem Unfall haben wir einen kleinen Prius gemietet Mhm. und wir haben die glorreiche Idee gehabt, nach einem Unwetter in Batumi, von Batumi durch Achara nach Achalsiche zu fahren. Und zu der Zeit war diese Strecke im Bau, also sehr viel Schotter, Schlamm. Und Prius, der kleinste, hat nur Frontantrieb. Mhm. Und normalerweise hast du etwa 3,5, 4 Stunden für diese Strecke. Wir waren über 9 Stunden unterwegs. Mit 10 km/h oder was so ungefähr. Und im Kopf hatte ich einfach nur so, was mache ich? Panne, stecken bleibe, halte, kann ja keinen Service rufen, wie geht das weiter? Und einfach Retour war keine Alternative. Und ich habe also Blut und Wasser geschwitzt. Dann sind wir im Hotel angekommen und gefragt, ob wir eine Garage kennen. Und am nächsten Tag haben wir in der Garage den Unterboden angeguckt. Alles in Ordnung, Vom klein. Prius. Ja, Mhm. haben einfach vom Radkasten Plastikteile abgerissen gehabt, die hat man angemacht. Und dann hat er mir erklärt, ja, in Georgien sind die Familiennamen Schwili, Shevardnadse. Also Arze, Ili. Ja. Und er hat dann zu mir gemeint, ja, und du bist Kamikaze. Kamikaze. Ja, genau. Kamikaze Gerold hat uns jetzt allein schon 3 Gründe geliefert, warum er eigentlich hier weg könnte. Und trotzdem bist du ja 5 Jahre hier. Es waren jetzt ja nur Sachen, wo jeder sagen wird, okay, jetzt reicht's. Aber die hat es nicht gereicht. Oder? Nee, ich denke, wir sind einfach, die Gesellschaft von heute ist völlig verweichlicht und gibt gleich beim ersten Widerstand, Widerspruch, Schwierigkeit, werfen sie die Flinte ins Korn, weil es nicht so geht, wie es gehen sollte. Und wir hatten ja das Glück, dass wir keinen Plan hatten. Mhm. Das findest du, also jeder Deutsche würde sagen, lass uns erstmal einen 5-Jahresplan machen. Du sagst, ja, das Glück Unser wäre. Plan- Gut, du bist Schweizer, da möchte ich dazu sagen. Unser aber gut. Plan war, dass wir keinen Plan hatten. Okay. Und das ist das Glück für dich, dass ihr Ja. keinen hattet. Warum? Regina wollte eher Ostgeorgien, Mhm. zwischen Gori und Goderzi, Also- zwischen Gori und Rikoti Pass. Also hinter Richtung Aserbaidschan oder was? Nein, zwischen Gori und Rikoti, Kaspi, diese Ebene. Aha. Also es ist Das- ja so ein bisschen nördlich von Tiflis oder Östlich. östlich? Oh Gott, ey, sorry. Schneid raus. Also wir haben den Ja, ja. Rikoti Pass und der Rikoti Pass trennt West-Ostgeorgien. Ja. Und Regina wollte quasi in der Nähe des Rikoti Passes in Ostgeorgien Ja. einen Standort suchen, das hat sie angesprochen. Und ich wollte Westgeorgien, Kutaisi Umgebung. Mhm. Was waren ihre Beweggründe und was waren deine? Ich habe einfach da mehr Schutz, mehr Tradition, mehr Georgien gesehen als im Osten. Mhm.
Und aus welchem Und Grund? Regina hat einfach diese Natur, die Landschaft. Du musst dir einfach vorstellen, da hast du 5000 Meter Berge vor dir, das ganze Land, den Fluss, die Flusslandschaft, Kühe, Pferde. Du siehst das, da geht dir das Herz auf. Mhm. Und das Du, war eher Reginas Trigger, diese ja, Natur. diese Natur. Und man muss natürlich wissen, Ostgeorgien ist im Normalfall von Mai, Juni an braun, verbrannt. Weil wir haben ja den großen und den kleinen Kaukasus. Ja. Das heißt, die Wolken vom Schwarzen Meer ziehen wie bei einem Kamin Ah, durch. ja, ja. Und in Westgeorgien wird einfach regnet es mehr als in Ostgeorgien. Je weiter östlich, umso weniger Regen. Deshalb wächst hier alles wie Unkraut. Ja, Deshalb kann man hier ja. quasi sich von Unkraut ernähren, Feigen, Und deshalb Mandarinen ist und so weiter. Westgeorgien einfach grün. Ah, und es bleibt quasi in den Bergen hängen und der Osten kriegt so gut wie nichts ab. Oder? Ja. Okay. Deswegen ist Tiflis immer so trocken im Sommer. Oder Heiß. generell. Heiß und 40, trocken. 45 Grad, Und trocken. staubig. Ja. Okay. Und krass. Und was waren deine Beweggründe? Für mich war Westgeorgien, weil es noch sehr viel traditionellere Bausubstanz hatte, Ja. weil es nicht populär ist als Tourismusziel. Okay. Aber gut, Batumi zum Beispiel ist doch ein Ja, aber populäres. das kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Also diese großen Ansiedlungen, ich möchte einen Ort, wo nicht populär ist, weil das sind in der Regel, also hier ist es so, weil es eine Landflucht gibt, dass die Menschen in die Städte ziehen, Ja. die Jungen, die wollen dieses Leben nicht mehr haben, dieses Einfache. Mhm. Und für mich ist dieses einfache Leben der Luxus Ja. der Zukunft, weil Ja. das hält mich fit. Dieses Okay. Einfache, diese Reduktion des Luxus, der Bequemlichkeit. Das heißt, du siehst hier in diesen einfachen Gegenden mehr Tradition, mehr ursprüngliches Leben und mehr Ruhe. Habe ich das richtig Genau, zusammengefasst? und durch das, dass das für Investoren hier nicht populär ist, Mhm. wird die Veränderung hier und diese Traditionen länger erhalten bleiben, weil überall, wo Tourismus hinkommt, Ja. wird sich das schlagartig ändern und das siehst du in Batumi. Ja, ja, Du klar. kannst diese Erlebnisse, die ich habe hier, diese Nachbarschaftshilfe, die kann ich nicht haben. Wir haben ja Container, 2 Container Mhm. von der Schweiz hierher gebracht. Und wo wir die abgeladen haben, hat es vorher eine Woche geregnet. Und die Lastwagen sind natürlich hier, ich habe fast 9 Kubik Kies verteilt auf dem Grundstück, dass diese Lastwagen nicht versinken. Krass. Und selbstverständlich hat sich einer festgesetzt. Trotzdem. Wie kriegst du den raus? Dann ist von der Kiesgrube der Mann mit seinem Bagger gekommen. Einfach so. Einfach so, der hat fast 2 Stunden hier gearbeitet, hat noch Kies gebracht und ich habe gefragt, was das kostet. Und dann hat er gesagt, also so weit kommt es, dass du mir noch Geld gibst, du bist mein Nachbar, hilf mal. Und er konnte aber während dieser Zeit keine einzige Schippe Kies, Sand beladen. Sein Ja. Betrieb stand still. Also du hast ihn effektiv richtig Geld gekostet. Mhm. Und okay, das ist ein Argument, dann wirklich 5 Jahre durchzuhalten, vielleicht auch länger. Oder wir haben wo wir diesen Unfall hatten, das war die Berge hoch hinter Batumi, Richtung Achara. Wir hatten so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Wege zu fahren. Ja, wir sind dort diese Straße hoch, kannst kaum kreuzen. Und wir konnten das Fahrzeug nicht mehr bewegen. Ich habe es einfach noch irgendwie an den Rand rollen lassen. Aber wir haben dann 2 Tage auf dieser Unfallstelle verbracht. Ja. Aber zu dem Unfall kommen wir nachher noch. Und das Verrückte ist, die Menschen haben angehalten, die haben uns Brot, die haben uns Früchte gebracht, Tee, Reis, Kartoffeln, Okay. Also Wein, Cha-Cha. Und wir haben uns angefangen zu verstecken, damit wir nicht noch mehr bekommen. Ja. Und da habe ich diese Hilfsbereitschaft
ist schon einzigartig, aber die kriegst du für mich nicht in diesen Touristen-Hotspots. Also ich hatte eine Reifenpanne, Plattfuß, jemanden angehalten, gefragt, kannst du mir helfen? Er hat gesagt 150 Lari. In Batumi oder was? Nein, wir waren in Richtung Raja unterwegs Ja. und ich habe einen Plattfuß Aber ist ja eingefahren. auch nicht touristisch eigentlich. Ja. Und der wollte 150 Lari. Aha. Und ich habe mich dann entschieden, fick dich, Entschuldigung, ist nicht spruchreif, habe darauf verzichtet und bin mit rund 15 Stundenkilometer, 20 Stundenkilometer mit dem Plattfuß Ja. ins nächste Dorf zurückgefahren. Ja. Dort haben wir das Rad gewechselt, Ja. ein Ersatzrad bekommen und ich habe für das 40 Lari bezahlt. Nochmal zurück zu dem Entscheidungsprozess. Regina wollte in den Osten, du wolltest in den Westen. Ja. Auch lustig. Übrigens jetzt von Ja, der Schweizer will in den Osten und in Westen und die Tschechin will in den Osten. Ja. Aber warum hast du dich denn eigentlich jetzt durchgesetzt? Ja, weil Regina dann plötzlich gemerkt hat, dass das viel schöner ist hier. Und wir haben natürlich, der Westen ist quasi die Früchtekammer Georgiens. Kann ich bestätigen. Also außer Avocados, Ananas, Bananen, Mangos. Bananen sollen ja auch wachsen, wenn man das will. Ja, Ich will nämlich einen Bananenbaum eigentlich mehr einpflanzen. Jetzt sag nicht nee. es gibt Bananenbäume, aber ich habe noch nie Bananen gesehen, die man essen kann. Jetzt habe ich schon mit Antonina gesagt, dass wir einen Bananenbaum pflanzen. Ja. Und jetzt sagst du, das bringt nichts. Wir werden sehen. ChatGPT hat gesagt, das geht. Ich habe ja hier auch einen Avocadobaum, 2, Ja. wo man sagt, das geht nicht. Wir haben 2 Avocadobäume, schon das 4. Jahr. Und habt ihr schon geerntet? Ist noch nichts dran, aber es kann nächstes oder übernächstes Jahr könnte es soweit sein. Ich habe jetzt gehört, es war ein schwieriger Start. Ihr habt wirklich, wird es sehr herausgefordert, aber durch die Einstellung, dass du sagst, nicht gleich aufgeben, habt ihr eben auch die schönen Erlebnisse gehabt. Und dann seid ihr hier gelandet, in Westgeorgien, in Marani, wo wir gerade sind, und habt euch das aufgebaut, was sicherlich auch nicht einfach war, denke ich mal. Ne? Ja, vor allem nur schon das Grundstück zu finden, weil ich habe Regina über Internet habe ich Grundstücke gesucht mit mehr als 3000 Quadratmetern. Ja, warum wolltet ihr eigentlich so ein großes Grundstück? Viele würden jetzt sagen, es macht viel Arbeit. Das kannst du ja bestimmt auch Wir bestätigen. wollten einfach keine Nachbarn. Ich hasse Menschen oder was ist das? Nein, Ja, Spaß. wir wollten einfach ein Grundstück alleinstehend und ein bisschen Platz und nicht so aufeinander sitzen. Ja, das kann ich bestätigen. Zum Beispiel in Poti, wo ich wohne, da sind die ziemlich abgesteckt. So zwischen 400 und 1000 Quadratmeter in der Regel Genau. nebeneinander. Ich habe auch noch Glück gehabt. Und Regina konnte ja den Link nie öffnen. Welchen Link? Ich habe ihr den Link der Objekte, Für die das ich- hier. die ich ausgewählt habe, ihr geschickt und sie konnte diese nicht öffnen. Und dann eines Tages hat sie gefunden, ja, wir könnten doch jetzt diese Immobilien hier in der Nähe angucken. Und dann hat der Link funktioniert, aus irgendwelchen Gründen, aber nur der für dieses Grundstück. Ah, Und dann war die Wegbeschreibung war auf der anderen Seite, ja. weil Marani ist ja getrennt quasi. Wir haben die Hauptachse nach Poti Genau. mit dem linken Teil des Dorfes und dem rechten Teil des Dorfes. Und unser Grundstück ist hier und die Wegbeschreibung war hier. Genau. Und wir haben das nicht gefunden und wieder gesucht und wieder telefoniert. Das kann ich bestätigen, um da mal kurz zwischenzugehen. Als ich das erste Mal zum Gerold gefahren bin, habe ich einfach Marani eingegeben. Und da war nämlich noch nicht Hof Marani in Google. Habe ich einfach Marani eingegeben, dann wurde ich zu der anderen Seite geleitet. Aber jetzt, für alle die nach Marani wollen, ihr müsst einfach Hof Marani eingeben. Das ist nämlich jetzt bei Google drin, Google Maps. Und dann kommt ihr hier beim Gerold und bei Regina raus. Ja, und jetzt muss ich aber noch Ja. einen Hinweis machen. Ja. Die Leute werden jetzt über den Kuhpfad geleitet, weil der Kuhpfad näher ist. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, weil ich wusste ja, wo es lang geht. Und es gibt Menschen, die dann mit den Autos stecken bleiben. Also alles, was hier zu unserem Grundstück führt, ist geteerte Straße. Vom Besten, vom Feinsten. Außer der Kuhfahrt. Also wer auf dem Kuhpfad ist auf dem Holzweg. Ja, okay. Also, haben wir die Antwort geklärt. Also, dann, wie gesagt, ihr habt interessante Erlebnisse am Anfang gehabt, dann hier gelandet.
Und dann ging es ja aber auch nicht wie geschnitten Brot weiter, sondern es wurde Nein, und, wieder die Herausforderung. Und wir haben dann zuerst das Grundstück 4 Monate gemietet, weil als Ausländer kann ich kein landwirtschaftliches Land kaufen. Das war damals landwirtschaftliches Land. Das ist landwirtschaftliches Land. Ist immer noch? Und wir haben dann in den 4 Monaten den Status geändert. Und das war welches Jahr? Das war 2021. Damals ging das noch so einfach. Würde das jetzt noch funktionieren? Ja. Und uns hat das Grundstück einfach angesprochen, weil es 2 Ebenen hat. Ja. Und wir so mit Wasserversorgung keine Schwierigkeiten haben etc. Okay. Dann haben wir 4 Monate das Grundstück geräumt und wir haben sehr viel Müll gefunden. Wir hatten sehr viel Schwierigkeiten mit Wasser, Schwierigkeiten mit Strom, Schwierigkeiten mit dem Untermieter, weil es war hier jemand, der zum Grundstück geschaut hat. Und Der hat wir in sind dem ja alten gut. Haus gewohnt quasi. Der hat hier im Haus gewohnt, zusammen mit seiner Tochter in Okay. einem Raum. Dort war der Tisch, die Betten, da wurde gesoffen, geraucht, gefeiert, geschlafen. Ich weiß nicht, was alles passiert ist dort. Aber die Tochter war 14 Jahre und das hat mir dann schon manchmal leid getan. Aber die Zeit war auch hart und wir konnten ja erst im 2023 im Sommer haben Regina und ich das erste Mal im Haus übernachtet. Im Sommer 23 und wann seid ihr angekommen hier? Also wann? Gemietet haben wir es im November 21. Also über anderthalb November Jahre. 21 haben wir es gemietet. Wow. Dann haben wir im Anfangs Februar 22 konnten wir das als Bauland kaufen, weil der Status geändert wurde. Und diese Fläche, die wir hier haben, ist Bauland. Das heißt, ich kann hier Jetzt. alles aufbauen, was du ich willst. will, was zweistöckig ist. Okay. Also Parterre plus ein Stock. Ja. Also da gibt es dann schon Vorschriften irgendwo. Nee, also die einzige Vorschrift, die neu ist für mich, das war vorher nicht so. Früher konnte man an die Grenze bauen, jetzt musst du 3 Meter Abstand haben. Ja, okay. Sollte dir jetzt nicht so schwer fallen. Und ich muss quasi mein Bauprojekt eingeben. Dann kriege ich eine Bewilligung, das ist mehr ein formeller Vorgang. Aber es ist nicht so, dass sie dir das verbieten oder sagen, du darfst das nicht. Aber es gibt ja sowas wie ein Bauamt quasi. Ja, oder Ja, das ist auch lustig, oder? Weil ich ja Ausländer bin und Ausländer sind ja in Tiflis und in Batumi. Ja. Haben sie in Abascha das Bauamt umgestaltet und Bauanträge digitalisiert. Ja. Und jeder Georgier hat eine Sozialversicherungsnummer. Ja. Die kann er eingeben und Ja. aufgrund dieser Sieht man Sozialversicherungsnummer alles. Ja. kann er dann sein Projekt hoch schaufeln. Ja, ja, okay. Und was ist. Und ich bin dir? Ausländer, ich habe keine Sozialversicherungsnummer und die Passportnummer geht auch nicht und wir Ja. konnten unser Baubeschrieb gar nicht zum Ausdruck bringen, weil sie gerade vor 30 Tagen quasi das umgestellt haben und das war ziemlich problematisch und wir haben dann gewartet und irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, Regina, wir kaufen Material, wir bauen, wir machen. Und wir haben dann gebaut, diese Lagerhalle vorne, Ja. dieses Jahr. Ja. Und die Bewilligung kam, nachdem Jetzt der fertig Bau war. fertig war. Okay, ja. Ein bisschen Mut gehabt. Okay, also ich merke, wenn du, oder auch, ich merke das ja auch persönlich, wenn man in Georgien leben will, muss man schon ein bisschen mit Rückschlägen umgehen können. Darf man vielleicht auch nicht alles so penibel genau nehmen, wie jetzt beispielsweise, also deine Beispiele jetzt gezeigt haben. Und man muss irgendwo aber auch, ich meine, all das machst du ja nicht, wenn du nicht im Kopf was Größeres hast, wofür man das alles macht. Was war denn dein Grund, so lange zu bleiben? Ich meine, wenn man immer nur Rückschläge kriegt, was hat dich denn motiviert am Ende? Also mal grundsätzlich, Ja. früher in der Schweiz, die letzten 14 Jahre in der Schweiz hatte ich viele Projekte. Und wenn du Chef bist von einer Unternehmung und wenn du Risikokapitalprojekte hast etc.,
hast du nur Schwierigkeiten, Ja, kriegst nur Probleme. ja. Chef kriegt nur die Probleme, die Auszeichnungen kriegen die Mitarbeiter. Okay. Und hier, das ist ein Projekt. Ja, Abweichung ist das Projekt. Programm, okay. Dauerzustand. Weil du hast immer zu wenig Geld, zu wenig Zeit. So Ist wenig normal. Arbeiter. Ist normal. Ja, Und ich denke, du musst dir einen anderen Zugang verschaffen, eine andere Einstellung. Weil wenn ich jetzt hier einkaufen gehe, wir haben in der Schweiz Ausbildungen, Service, Gastronomie, Serviceorientierung. ja. Wenn ich hier in den Laden reingehe, dann sehe ich da den Mitarbeiter am Handy und macht irgendetwas oder telefoniert mit der Mutter so. Ja, und während er abkassiert. dann kommt ein Kunde rein und er telefoniert jetzt einfach und macht sein Telefon fertig oder lässt das Telefon an und findet, ja, was willst du jetzt noch? Und, okay, ja, dann komm. Und wenn du dann mit Geld kommst, ja, hast du nicht klein, ja, dann geh doch wechseln. Ich habe kein Kleingeld. Und Ja. einfach, es gibt Sachen, die muss man halt verstehen. Der Georgier verdient 300-400 Franken, umgerechnet, 300-400 Euro. Also, wenn ich dann im Laden bin, Ja. dann will ich nicht für dieses Geld super Leistungen machen. Das ist Ja. ein Problem, oder? Ja, Das siehst du ja auch in Tourismuszentren. Und für mich geht es einfach darum, ein Projekt, egal was du angreifst, was du machst, es wird Schwierigkeiten geben, es wird Abweichungen geben. Und es geht nur darum, wie gehst du mit diesen Hindernissen um. Und je mehr Probleme, je mehr Schwierigkeiten du gemeistert hast, umso größer werden die Schwierigkeiten, die kommen. Okay. Das ist ganz normal, So, weil du lernst ja. das ist dann ja jetzt nicht der schönste Blick in die Zukunft, nach euren ganzen Schwierigkeiten, die ihr gemeistert habt. Was mich, Also ich möchte dir einfach sagen, ich fühle mich sowas von lebendig in Georgien. ja, Weil ich kann mich einstellen, jetzt habe ich es entdeckt, jetzt ist es klar. Und Georgien bringt es fertig, mich immer wieder zu verblüffen mit etwas, was ich denke, nein, das kenne ich noch gar nicht. hast du ein Beispiel? Ja, das mit dem Laden. Ah, okay, ja. Du hast dann aber wieder die anderen, wo du dann reinkommst und du hofiert wirst und bedient wirst und du bist völlig sprachlos. Zeig doch oder? mal den Laden, den würde ich gerne sehen. Ja, oder du gehst auf den Markt und die Leute, wo du an anderen Orten einkaufst, grüßen dich. Also ich gehe beim Das stimmt, Metzger, ja. gehe beim Metzger einkaufen regelmäßig und dann begegnet er mir auf dem Markt. Dann kommt er in die Nähe und da grüßt er auch mich, Ja, das wenn er stimmt. mich sieht. Ja. Also ich werde oft von Menschen angesprochen. Ich habe keinen Plan, wer das ist. Ich muss auch sagen, dieses Beispiel mit dem Markt, die Leute, die einfach nur ihren Marktstand haben oder ihr Metzgergeschäft zum Beispiel, die sind noch ein bisschen serviceorientierter als die Leute in der Supermarktkasse. Das ist ja klar irgendwo, ja, weil das denen ihr eigenes ja, Ding ist. ja. Oder was ich auch cool finde, ich habe einen Handwerker, da gehe ich gerne einkaufen. Ein Handwerker. Laden. Ah, okay, so Baumarktmäßig. Ja, Baumarktmäßig. Ja, kleiner. Und er hat alles. Es ist so ein Tante Emma Bauhandwerker. Er hat alles drin. Ja, Und ich habe irgendetwas gebraucht, was er nicht hatte. ja. Dann hat er mich an der Hand genommen, ist über den Markt gelaufen, hat mir den Laden gezeigt, hat mit dem diskutiert. Dann sind wir noch in den zweiten Laden rein, mit dem auch diskutiert. Und hat seinen Laden aber liegen lassen. Ja, bitte. ja. Okay. Und das finde ich halt schon, Das ist spannend. das ist großartig. Okay. Oder? Also das erlebe ich nicht in der Schweiz. Und jetzt würde mancher sagen, okay, aus der Schweiz nach Georgien, du musst ja vollkommen Banane sein. Du hast ja in der Schweiz ist ja so ein modernes Land. Du hast ja da ein funktionierendes Rentensystem und Gesundheit. Und das sind ja diese klassischen Sachen, die jetzt auf den ersten Reflex, Also, glaube ich, bei den meisten kommen. Und warte glaub, mal, und wenn du jetzt trotzdem 5 Jahre in Georgien bist, was ist denn da für dich die Motivation, dass du dieses gutes System aufgibst, sage ich mal? Also dieses in den allgemeinen Augen gutes System. Mein Bruder hat den Notfall und ist in der Schweiz auf den Notfall gegangen. In der Schweiz. Mhm. Sie haben ihn dann nach einem Tag nach Hause geschickt.
Er ist dann nochmal in den Notfall mit einer geplatzten Galle. Okay. Und ich hatte hier große Buben spielen, große Spielzeuge, dann geht halt mal was schief, Notfall, musste behandelt werden. Und ich bin hier in St. Reda ins Spital reingelaufen mit dem Kerl und zum Arzt rein. Wir haben ziemlich eine Blutspur hinten nachgezogen. Okay. Und er hat einfach den Patienten rausgeschmissen, uns bedient. Also ich musste nicht 5 Minuten warten. Also den ersten Patienten, der nicht so schlimme Probleme hatte. Mit dem Patienten, den er gerade bedient hat, hat er rausgeschmissen und uns gleich Weil genommen. das wichtiger war in dem Ja, Moment. weil die Ferse war aufgeplatzt und hat das dann genäht. Das war ein Tag, bevor er abgeflogen ist. Ach, das war ein Gast von dir? Ja, oder? ja. Ah, okay. Und er ist dann in die Schweiz zurück, hat das nachträglich auch noch ausheilen, behandeln lassen und in der Schweiz haben sie gestaunt, wie das genäht ist. Weil? Was? Weil es super genäht ist, das würden sie in der Schweiz so nicht können. Warum? Die haben doch alle Ferse Möglichkeiten. ist etwas vom Schwierigsten, weil du hast kein Material. Ah, die sind auch bei den Tieren geübt, oder was? Ja, und ich habe einfach Erfahrung gemacht, wenn ich hier auf einen Notfall bin, dann werde ich bedient. Ich muss nicht 4, 5, 6 Stunden warten. Aber du hast es natürlich auch hier so, die Leute gehen nicht wegen jedem Bobo da kommst du immer ins dran. Spital. Ja? Also, Oder also wenn Georgier was hat, dann hat er wirklich was. Weil das ist wirklich das, wo ich höre ja oft diese Vorwürfe, ja, aber das Gesundheitssystem ist so schlecht und so. Und dann denke ich mir immer, okay, aber wir haben in Deutschland ein extrem teures Gesundheitssystem. Man zahlt 5-stellig ein im Jahr. Das können wir deleten. Ja, warum? Weil wir haben ja hier, ihr seid ja Antibiotika in den Spitälern Resistenz. Ja, nee, ich meine, ich höre was anderes, warte mal. Wir haben ja in Deutschland ein sehr teures Gesundheitssystem und es wird mir immer gesagt, das wäre das Beste der Welt oder so, aber immer wenn ich zum Arzt will, zum Facharzt, meine Mutter zum Beispiel, die musste irgendwie ein Jahr auf einen Termin warten bei irgendeinem Facharzt und hier gehe ich ohne Termin zum Facharzt und komme dran. Wenn du glaubst, was ich dir erzähle. Ja, okay. Der Punkt ist, Georgien hat ein besseres Gesundheitssystem, wenn du in der Nähe der Zentren bleibst. Selbstverständlich, wenn ich nach Ratchagebi hochgehe oder Uskuli, da bin ich wirklich am Arsch der Welt. Ja. Da wird mit dem Krankenwagen, fährst du da 5 Stunden runter. Kann sein, dass du noch irgendwo in einem Straßengraben landest, weil die Straße gefroren ist oder Unfälle sind oder Du fährst lange, ist ja auch egal jetzt. Ja. Flieger hat es einfach nicht, Helikopter hat es nicht so eine Infrastruktur. Aber wenn du irgendwo in der Nähe dieser Zentren, Kutaisi, Batumi, Boti, Tiflis, Gori, Osurgeti, wenn du da irgendwo bist, hast du kein Thema. Weil für Zahnbehandlungen würde ich heute Georgien auswählen. Weil? Sie super Zahnbehandlungen machen. Auch in Tiflis oder in Batumi. Und mindestens so gut ausgerüstet sind wie in Europa. Aber einfach zu einem Bruchteil des Preises. Und es gibt auch andere Behandlungen, die hier besser sind. Zum Beispiel? Schönheitschirurgie nimmt ja extrem zu. Ja. Es sprießen ja wie Champignons zum Boden raus. In Batumi und in Tiflis. Wie würdest du das allgemein, also die Frage ist ja immer, und wie ist es mit dem Gesundheitssystem? Würdest du sagen, die Ärzte an sich sind hier auch gleichwertig, ähnlich, also besser? Für mich, wenn ich Schickimicki und Luxus und Komfort will, dann muss ich in der Schweiz bleiben. Ja. Weil wenn ich hier ins Spital gehe, dann muss ich mich selber für Essen besorgt sein. Ich werde nicht mit Essen versorgt hier in den Spitälern in Georgien. Ich muss das für mich selber organisieren. Okay, aber gehen wir mal jetzt zu den Ärzten. Wie ist denn die Qualität so, außer jetzt in den Dörfern, so generell? Würdest du sagen, gut? Weil viele haben da Angst davor, deswegen frage ich, weil ob du da Erfahrung hast. Das, was ich bis jetzt erlebt habe, wir hatten einen Gast, der hatte mit dem Herz Probleme, hat uns das nicht gesagt. Wir sind von Meereshöhe quasi auf 1500.
wieder runter auf Meereshöhe, dann auf 2500 und da hat dann irgendwann das Herz angefangen verrückt zu spielen. Da sind wir wieder runter mit dem Fahrzeug, am nächsten Tag ins Spital, Notfall, und der Kerl hat uns mal nicht ins Bild gesetzt, hat durch das quasi eine ganze Reisetruppe die Ferien quasi versaut, weil wir konnten dann das Wandern nicht machen. Und dann hat er noch, was ist das für eine Pille, die fresse ich nicht und etc. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, und jetzt hältst du einfach die Schnauze und frisst, was sie dir geben, die wissen, was sie tun und die müssen jetzt deinen Puls runterbringen, sonst kannst du dich irgendwo hin wünschen. Ja. Halt jetzt einfach die Schnauze. Und die haben innerhalb von knapp 45 Minuten haben die den Puls wieder runtergebracht auf ein normales Niveau. Und das ist dasselbe. Malaria in Afrika kannst du in jeder Apotheke, überall kriegst du Behandlungen. Ja. In der Schweiz wissen sie ja gar nicht das Krankheitsbild und die behandeln dich gar nicht. Also für mich es ist einfach, hier sind es mehr nicht Spezialisten, sondern mehr Generalisten. Das hat eine andere Wirkung. Okay, aber du bist zufrieden. Ich bin happy. Ja. Und ich hatte noch nichts, deswegen kann ich nicht sagen. Ich habe ja jetzt, der nächste Schritt, den ich jetzt mache, ist mich definitiv in der Schweiz abmelden. Und mit der Abmeldung werde ich mich auch aus der Krankenversicherung in der Schweiz verabschieden. Und ich werde mich hier in Georgien versichern lassen. Und ich finde, sorry, auch wenn das ein bisschen urchig zu und her geht, ich habe eine super medizinische Versorgung. Ja. Was will ich mehr? Und wenn ich jetzt wirklich alle Stricke reißen und ich jetzt finde, die Schweiz hat ein besseres Gesundheitssystem, dann kann ich mich in den Flieger setzen und dort, wo ich ankomme, habe ich nachher Versicherung. Ja, ja, okay, das ist, war mir mal wichtig, dieses mal mit einzubringen. Zufällig hat es jetzt angeboten, bei vielen Nachfragen mit dem Gesundheitssystem. Also ich denke, die Menschen sollten sich Tourismus mal auf der Zunge zergehen lassen. Tourismus. Und sie haben immer nur Tourismuserholung. Ja. Aber Tourismus ist auch Medizin. Medizinische Behandlungen, Herzkrankheiten, Südafrika, Verbrennungen, Frankreich. Es gibt Länder, Schönheitsoperationen, Bangkok, Zähne, China. Es gibt wirklich die verschiedensten Orte, wo du Sachen machen lassen kannst. Und dann hattet ihr ja, um jetzt mal wieder die Brücke zu schlagen, zum Anfang, euer traumatisches Erlebnis am Anfang mit dem Unfall, wo ihr angekommen wart. Du sagtest vorhin, ein Ukrainer hat dich auf der Straße quasi abgeschossen und dann hat der Russe es repariert. Der Armenier hat euch geholfen und der Moslem euch mit Essen versorgt. Was ist da genau passiert? Also für mich, es hat sich dann herausgestellt, dass der Fahrer hatte noch irgendwie 4 Personen dabei. Als Zeugen oder was? Nein, die sind dann plötzlich verschwunden und mein Reisepass auch. Ich habe an dieser Unfallstelle auch meinen Reisepass nicht mehr gefunden. Aha. Das ist noch speziell. Das Polizeifahrzeug sah eher aus, als ob ich einen Unfall mit dem Polizeifahrzeug hatte, weil der Ukrainer hatte mit seinem Auto einen Schaden vielleicht von 10 Franken. Okay. Und auf dem Polizeiposten hatten wir dann große Diskussionen und ich sollte jetzt diesem Ukrainer $500 zahlen. Ich habe ihm dann Das hat die Polizei gesagt. Ja, und ich müsste mich mit ihm einigen und überhaupt. Und für mich war das ein professioneller Unfallfahrer. Die sind alle verschwunden, es war nur noch der Fahrer da. Und schlussendlich, damit ich Ruhe hatte, habe ich ihm dann $100 gegeben. Und heute, mit dem Wissensstand heute, würde ich sagen, ich bin nicht schuld. Und weil ich nicht schuld bin und er auch nicht und keine Lösung gefunden wird, werden die Fahrzeuge beschlagnahmt. Ja, und das will der ja auch nicht, ne? Und das will der auch nicht und dann würde man eine Lösung finden. Aber das wussten wir zu der Zeit nicht. Also haben wir dort den sauren Apfel gebissen. Wir hatten noch einen Georgier, der hat übersetzt und uns geholfen. Der hat sehr gut Englisch gesprochen, weil er in der Schifffahrt als Matrose arbeitet und gerade im Urlaub war. Ja. Der armenische Georgier,
das ist so das meistgehasste oder unbeliebteste Volk in Georgien, wo es sehr viele Vorurteile gibt. Warum eigentlich? Ich kann es nicht beurteilen. Mhm. Aber es ist so, wir haben die ganze Familie, sind wirklich tolle, tolle, tolle Menschen. Ich verstehe es nicht. Und sie haben einfach Schwierigkeiten gehabt, wenn sie Stellensuche machen etc. Vor allem die Frau. Ja. Und er hat uns da natürlich auch geholfen und hat noch einen jüdischen Einschlag, diese armenische Familie. Und entsprechend, armenische Juden sind die besten Kaufleute. Also Juden sagt man immer, seien gute Kaufleute. Armenische Juden sind noch einen Ticken besser. Okay, woran machst du das fest? Wir wissen jetzt, wo wir zum Beispiel Brillen, ich kaufe heute 3, 4 Brillen für 100 Schweizer Franken. Bei dem Armenier oder was? Weil ich weiß, wo der Armenier einkauft, wie. Und so habe ich quasi über ihn, haben wir schnell gelernt, dass es schon Orte gibt, wo man Sachen wesentlich günstiger bekommt und dass man verhandeln muss. Okay, und dann gibt es noch den Moslem. Ja, der Muslim, der hat oberhalb der Unfallstelle gewohnt. Ja. Und der hat uns dann jemand geschickt, der auch Wache schob, dass uns nichts passiert. Einfach so. Einfach so. Also der hat es gesehen und ist rausgekommen und hat gesagt... Ja, er hat da quasi oberhalb von Steilhang. Ja. Und alles mit Limonenbäumen zugewachsen. Und er ist dann immer wieder runtergekommen und er hat dann auch geschaut, dass da jemand vor Ort ist, dass wenn Leute angehalten haben, dass man das denen erklären konnte und dass nichts passiert. Okay, also der hat jetzt eure Notlage gesehen und nicht ausgenutzt, sondern eben euch geholfen. Ja, und hat uns auch Getränke, Kürbis, Lebensmittel, wir haben die ganze Familie, Murmann. Er hat uns wirklich sehr, sehr geholfen und wir treffen ihn regelmäßig, weil es ist schon einmalig, diese Situation. Und diese Hilfsbereitschaft haben wir natürlich an dieser Unfallstelle schon gelernt. Wir haben auf der Unfallstelle geschlafen. Wir haben uns teilweise angefangen zu verstecken, weil die Menschen uns so viele Dinge gebracht haben. Wir wussten nicht mehr wohin. Einfach die Nachbarn oder wer hat da euch Dinge gebracht? Auch die vorbeigefahren sind, haben angehalten, gesucht, gefragt und sind sie wieder bekommen. Flasche Chacha, Flasche Wein, Gibt's doch nicht. Brot. Wie lange wart ihr denn dort? 1,5 Tage. Boah. Und dann ist der Abtransport gekommen und der 1,5 Tage später kam der erst. Ja, weil du musst das organisieren. Ja, okay. Das war wahrscheinlich du kannst ein Vermögen bezahlen für den Abtransport. Ja. Dann bezahlst du 300, 400 Franken. Und wir haben 150 Lari bezahlt. Ja, okay. Also 50, umgerechnet etwa 50 Franken. Ja. Aber das Auto, unser Camper war schwerer als das Fahrzeug, das ihn abtransportiert hat. Wie geht das? Ja, wenn du Wasser alles an Bord hast. Nee, ich meine, wie kann der dich dann abtransportieren, wenn das so Ja, er schwer hat es ist? einfach aufgeladen. Und fertig. Ja. Einfach ausprobieren. Aber wenn du das Bild siehst, das kannst du dir nicht vorstellen. Also nein. Und mit dem Laden hat er noch mehr zerstört, weil er überhaupt keine Rücksicht nahm mit Aufladen, sondern einfach mal gezogen hat. Okay, gut, dafür hat es nur 150 gekostet. Ist wie es ist, oder? Und dieser armenische Georgier hat uns dann in Tiflis eben die Menschen organisiert, dass wir das Fahrzeug wieder hingekriegt haben. Wie weit war das von Tiflis weg? Wir waren in Batumi. Mit dem Camper. Und da habt ihr euch in Tiflis... Wir waren in Batumi, oberhalb von Batumi war dieser Unfall. Ja. Das ist von der Unfallstelle ins Zentrum von Batumi 15, Maximum 20 Also egal, ist ja ganz weit weg von Tiflis. Deswegen frage ich, wie jetzt Tiflis da ins Spiel kommt. Ja, wir haben, diese armenische Familie wohnte in Tiflis. Ja. Und hatte dort die Beziehungen, kannte die Menschen etc. Und wir haben in Tiflis, weil in Tiflis kriegst du alles. Ja.
Also in Batumi hast du noch Aussetzer, es gibt Dinge, die du in Batumi nicht kriegst. Mhm. Und alle Unfallautos werden rund um Tiflis oder in Rustavi Repariert, erledigt. Und der das Auto repariert hat, du musst dir vorstellen, die ganze Aufhängung war zum Teufel. Und wir konnten nachher freihändig fahren. Und er hat keine Maschine gehabt, um das Fahrwerk einzustellen. Der hat das einfach mal so gemacht. Hat ja geklappt. Oder? Und ich finde, die haben schon was drauf. Ja. Also in der Schweiz wäre das Fahrzeug Totalschaden. Und hier hat man das wieder repariert. Und heute ist es aus emotionalen Gründen einfach bei uns auf dem Grundstück. Ach so, und das war ein Als- Russe, ja? Sagtest du. Ja. Ja, der das repariert hat. Ja. Ja. Und gespritzt hat es auch wieder ein Türke. Also wir sind etwa 6, 7 Nationen beteiligt gewesen an diesem Fahrzeug. Und das zeigt einfach auch, es gibt nicht den Georgier. Es ist ein Schmelztiegel von Nationen, Mhm. die natürlich durch diese Besetzungen sich verändert haben. Okay, also Weil Erdogan ist ja auch Achara geboren, ja? ist In Batumi Erdogan, nicht sogar? Erdogan kommt aus Batumi, Ja, ja, seine genau. Mutter ist Georgierin. Ja. Alles kommt von hier. Auch Stalin. Ja, Weil wir dabei sind. nein, und wir haben einfach in dieser Zeit schon gemerkt, diese Hilfsbereitschaft, aber wir mussten sehr viel lernen, ja, wie geht denn das jetzt? Was machen wir jetzt? Wo können wir durch? Und da Regina in der Schule Russisch hatte, konnten wir uns viel besser verständigen, wenn wir unterwegs waren. Nicht so wie ich. Das hat uns schon geholfen. Ja. Und wenn du jetzt, wir haben ja jetzt die Abrechnung 5 Jahre, wird das Video heißen wahrscheinlich. Ein Resümee fassen würdest, 5 Jahre. Was bereust du nicht? Oder findest du, das ist alles Ich bereue, nicht dass ich nicht früher gegangen bin. gekommen oder Ja. ja. Okay. Und Das bereue ich. Also nein, nicht, bereuen ist nicht der richtige Ausdruck. Also wenn ich denke, wenn ich Georgien früher gekannt hätte, wäre ich früher hier gewesen, aber dann wäre ich wahrscheinlich nicht bereit gewesen für dieses Land. Weil dieses Land hat schon Anforderungen an dich, wo du diese Haltung des Westens wirklich dir abschminken musst. ja. Und was würdest du denn sagen, was das größte, ich sag mal, Mindset-Problem wäre, wenn man hierher kommt, wodurch man auf jeden Fall hier nicht glücklich werden könnte? Also das Mindset, das du hier haben musst, ist, dass du deine Dinge selber in die Hand nimmst, dass du das Zeug selber machst, weil dann kannst du es auch reparieren, dann kannst du es ersetzen und alles, was du delegierst, alles, was du meinst, du könntest es kaufen, fix, fertig, hast du über kurz oder lang einfach nur Probleme. Weil du hast hier die Experten nicht, die Spezialisten nicht. Wir haben bauliche Maßnahmen, Dinge 2-, 3-mal gemacht, weil sie einfach falsch gemacht wurden. Oder ich habe den Handwerkern gesagt, wo wir die Außenfassade isoliert haben, sie sollen dieses Rohr noch integrieren, damit ich Stromkabel da reinziehen kann, ohne dass ich die Fassade wegnehmen muss. Ja. Und dann war die Fassade zu und irgendwann bin ich über dieses Rohr gestoßen. Dann habe ich meine Handwerker gefragt, ja, habt ihr das jetzt nicht reingemacht? Nein, wieso? Sie haben das gesagt. Sie haben das versteckt, oder? Und haben sich einen Witz daraus gemacht. Und die Fassade war dann zu und das Rohr war nicht integriert. Oder Regina hatte ganz andere Vorstellungen im Wohnzimmer. Da haben wir ja verschiedene Farben bei den Wänden. Das war für die unvorstellbar. Oder die Bar, die wir gemacht haben. Also du musst quasi die überzeugen von deiner Sache, weil sie wissen ja besser, wie es geht. Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Also du bezahlst jemanden dafür, dass er das macht, was du willst, Ja, und aber du musst ihm das noch verkaufen, Ja, dass er genau. das auch wirklich macht. Ja. Das ist so lustig. Also es sind wirklich Dinge, die hier völlig auf dem Kopf stehen. Und es bedingt einfach eine andere Kultur. Ja. Und wenn du mit der Denkhaltung kommst,
ja, dann musst du in den Städten bleiben, dann wirst du abgezockt, dann bezahlst du zu viel, dann hast du nicht georgische Preise. Weil wir haben hier einen Deutschen, der seinen Handwerkern 300 Lari pro Tag bezahlt pro Person. Ja, 300 Lari! ja. Kenne ich den? Nein, Gott sei Dank nicht. Und er bezahlt die Handwerker und die kommen aus Marani Pro Person. pro Person. Wie viel sind das denn? Er hat immer so 4 Stück. Also 1, 2 am Tag. Ja. Boah. Und die sind so gut oder einfach nur zu teuer? Und ich finde, das ist eben dann auch die Schwierigkeit, wo Preise kaputt gemacht werden, weil quasi europäische Maßstäbe genommen werden. Ja, gut. Ich meine, wenn der europäische Maßstab aber nur der Preis ist und nicht das, was du kriegst, dann bringt's ja, dann das ist ja Quatsch. Also, was für mich, ich möchte nicht zurück, ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Ja. Und Regina ist wirklich wie ausgewechselt, ist eine neue Frau. Happy wie nur irgendetwas, weil alle ihre Kompetenzen, Fähigkeiten kommen hier zum Ausdruck. Und ich merke einfach, dass Menschen, die bei uns mal Pause machen, oft erst zu Hause realisieren, was sie gekriegt haben. Mhm. Und Georgien hat wirklich eine potthässliche Verpackung. Und Ja. wenn ich diese potthässliche Verpackung aufmache, kriege ich einen Schatz. Ja. Und die Industrie, Tourismus, Gastgewerbe, Pharma, Lebensmittelindustrie, Finanzindustrie verkauft die ganze Zeit diese schöne Kiste, wo jeder Das ist eine in schöne groß, Verpackung. Ja. wo jeder in großer Versuchung ist, diese schöne Verpackung aufzureißen. Und wenn du sie aufreißt, kriegst du Probleme, es stinkt, es kostet, es macht krank. Ja. Und Georgien ist einfach anders verpackt. Also gar Es nicht hat, so richtig. es hat so viele Facetten, die auf Ablehnung stoßen. Und ich finde das cool. Das ist für mich so wie ein Schutzfilter, weil es einfach gewisse Menschen hierher nicht schaffen. Ja. Die Firewall. Ja, ja. Ja, das Und stimmt. so einen Burggraben, ich sage den Burggraben, hat eben auch Westgeorgien. Ja. Weil Westgeorgien so überhaupt nicht populär, nicht hip, weder bei Insta noch bei digitalen Nomaden noch Immobilien. Außer Batumi jetzt, ne? Ja. Da gehen ja alle hin. Aber Das ist auch in Batumi- Westgeorgien. Ja. Für mich Batumi, Tiflis, das ist für mich nicht Westen, Osten. Ja. Das sind die beiden Zentren. Ja, okay. Wenn ich irgendetwas brauche an diesen 2 Städten, kriege ich es. Ja, okay. Aber sicher in Tiflis. Aber reizt dich nicht. Nee, nee. Ja.